Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wall of Confusion. Ja, ist jetzt schon eine Zeit lang her seit der letzten Episode, deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder einen Gast haben. Und zwar ist es der Simon Budwetz. Hi Simon. Servus. Servus, freut mich. Genau, wir kennen uns ja schon und haben auch ein paar Jahre schon miteinander gearbeitet. Unsere Hörer aber nicht. Von dem her würde ich mich freuen, ja, wenn du ein bisschen was zu dir erzählen könntest. Ja, sehr gern. Also Servus nochmal in die Runde dann, an den Hörer. Ich bin der Simon, bin jetzt seit 8 Jahren so ein bisschen in der IT tätig, Ausbildung, Studium und seitdem am Arbeiten. Und genau, bin jetzt seit ein bisschen mehr wie 2 Jahren bei der Rossi IT unterwegs und mache dort ja, diverse Server, Infrastruktur, Cloud-Administration und jetzt konkret auch in letzter Zeit immer viel mit Monitoring und gerade auch Projektorganisation mittels diversen Tools, die wir bei uns angeschaut haben oder jetzt auch eingeführt haben. Und genau, deswegen auch heute dann Gast bei Christian. Und ich hoffe, ich kann ein wenig was aus der Arbeit erzählen, was den Hörern da draußen was bringt. Da bin ich mir sogar ganz sicher, dass du das kannst. Ich habe mich tatsächlich schon sehr gefreut auf das Thema. Ja, weil es eben auch viel mit Unternehmensentwicklung zu tun hat, mit Organisation und eben auch die technischen Aspekte. Genau, von dem her erzähl doch mal, mit was beschäftigst du dich aktuell konkret und wo liegen da deine Herausforderungen? Sehr gern. Genau, aktuell, wir setzen bei uns GitLab als Entwicklungstool ein. Ich denke, viele kennen es als CI/CD-Tool. Und wir nutzen es bei uns auch sehr aktiv als Projektmanagement-Tool. Und genau in dem Kontext setzen wir GitLab mittels auch unter anderem Grafana ein. Ja, diese beiden Tools führen wir bei uns halt gerade ein. Unter anderem fürs Monitoring und GitLab für Projektmanagement. Und da bin ich sehr viel an der Optimierung dran und halt auch am, ja, Bereitschaftsorganisieren, Alerting, sagt bestimmt vielen was. Und dann vor allen Dingen diese lustigen Alarme nachts um 24 Uhr abzuschaffen. Da setzen wir zum Beispiel Grafana für ein und ja, das einzubauen ist aktuell so mein Haupttask. Darf ich da gleich was Und zwischenfragen? ja, Alarme abschaffen, das natürlich. ist ja eigentlich genau das, was wir alle nicht wollen. Wir wollen ja alle alarmiert werden, wenn irgendwas passiert. Richtig, da hast du natürlich vollkommen recht. Wir wollen aber natürlich auch nur alarmiert werden, wenn es einen realen Alarm gibt. Also wir wollen zum Beispiel nicht für Testumgebungen alarmiert werden oder halt nur unter gewissen Gesichtspunkten alarmiert werden. Und dann natürlich auch vielleicht nur in gewissen Uhrzeiten, weil nicht jeder Alarm muss einen Admin nachts um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr wecken. Vieles kann auch bis zum nächsten Tag warten. Und wir setzen dafür halt aktuell Grafana ein und da konkret ein relativ neues Modul in Grafana, welches sich On-Call schimpft. In diesem On-Call-Modul kann man ganz viel einstellen Richtung wann und wie wird alarmiert. Und vor allen Dingen haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, hey, lieber Admin, ich kann mir selber sagen, wie ich alarmiert werden möchte. Ich kann sagen, ob ich über Telegram oder Slack oder Teams, E-Mail oder über die eigene On-Call-App sogar ja, benachrichtigt werden kann. Ähm, Ich bin also als Admin selbst dafür verantwortlich zu sagen, wie ich benachrichtigt werden möchte und kann aber auch sagen, als Systemadministrator, der das ganze System konfiguriert, wie und wo Alarme denn kommen und vor allen Dingen für was Alarme kommen. Ähm, genau. In dem Kontext haben wir, ist auch super wichtig zu sagen, wenn ein Alarm kommt und ich bin, keine Ahnung, gerade verhindert oder nicht mehr im Dienst, dann soll das Ding auch nicht mehr läuten. Also zum Beispiel, wenn ich einen Alarm auf meinem Handy habe, die On-Call-App zum Konkreten auf meinem Handy habe, dann will ich vielleicht auch keinen Alarm mehr haben nach 17 Uhr, wenn die Arbeit vorbei ist oder vor 8 Uhr. Ähm, und da bietet dieses Tool auch eine angenehme Möglichkeit, ohne größere Skripte natürlich zu schreiben, zu unterscheiden zwischen, ja, ab 8 Uhr soll das bitte in den allgemeinen Channel des Teams gehen
vor 8 Uhr wird eine Person, die halt definiert werden muss, alarmiert. Das kann man dort halt unterscheiden. Und da finde ich es super wichtig, dass man sagen kann, hey, da sind irgendwo Grenzen. Wann werde ich privat benachrichtigt? Unter welchen Bedingungen? Klar, ich werde dafür bezahlt, aber auch dann sollte der Alarm immer wichtig sein. Und wann wird das Team benachrichtigt? Wann ist es quasi einfach eine Teamaufgabe, sich da um was auch immer die Problematik ist, drum zu kümmern? Und wir hatten im Team halt Diskussionen. Wir haben diverse Möglichkeiten an den Handys ja heutzutage. Es gibt Arbeitshandys, es gibt Multisim-Installationen oder auch einfach gar kein Handy, gibt es ja auch mittlerweile. Mhm. Und jeder handelt das so für sich ein bisschen anders, wie er nach der Arbeit damit umgeht. Privat zum Beispiel habe zwar ein zweites Handy, einfach aus dem Grund, ich kann einfach auf den Ausschalter drücken. Das ist, finde ich, dann sehr einfach. Aber damit das eben nicht nur davon abhängt, ob ich auf meinen Ausschalter drücke, sondern ich auch sagen kann, hey, ab 17 Uhr wird diese Person nicht mehr benachrichtigt, da ist dieses On-Call-Tool von Grafana in dem Fall halt eine angenehme Möglichkeit, sage ich mal so. Mhm. Kann man sagen, ihr habt daran gearbeitet, Monitoring und Alarme im Sinne einer ausgeglichenen Work-Life-Balance zu konfigurieren? Ja, würde ich sagen, tatsächlich kann man so sagen. Ich denke, jeder Admin kennt das. Es wird ein unsinniger Alarm ausgelöst, obwohl der hätte gar nicht sein müssen. Man ist gerade vielleicht am Essen. Ich hatte es vor ein paar Wochen erst. War unschön, war lästig, hätte auch noch warten können. Lag aber daran, ich habe halt mein Handy noch angehabt, habe es halt gesehen. Ja, ich hätte es ignorieren können, aber man sieht es halt trotzdem. Ähm, und dann, damit man das eben gar nicht erst sieht und gar nicht erst in die Versuchung kommt, irgendwas zu machen, ist es halt angenehm, wenn man da schon per System quasi sagen kann, nee, der kriegt keinen Alarm mehr, der wird dann nämlich nicht für bezahlt. Ähm, deswegen aus und kontrolliert und vor allen Dingen definiert über, ich denke, manchen wird es was sagen, Policy as Code, kann man das halt auch alles definieren. Mhm. Und nach konkreten Anforderungen der Geschäftsführung halt auch noch umsetzen. Mhm. Ein anderer konkreter Vorteil, der mir da einfällt, es geht ja nicht nur darum, naja, eine ausgeglichene Work-Life-Balance oder ähnliches zu schaffen. Es gibt ja auch durchaus Arbeitstiere, die arbeiten gerne länger und denen kann man dann tatsächlich auch systemseitige Auszeiten verordnen. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Ja, absolut. Ich glaube, das ist sogar eine, ja, nicht aussterbende Art von Mensch. Ich denke, wir sind denen allen dankbar, auf jeden Fall, wenn sie ab und zu solche Sachen machen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es schön, wenn auch diese Leute einfach abschalten können und sagen können, gut, die sind mit ihrer Family auf der Couch, brauchen nicht aufstehen, weil jemand anderes ist verantwortlich oder der Alarm ist einfach nicht wichtig. Deswegen bleib sitzen und schau weiter Filmen mit der Familie. Immer der Absolut, also pragmatische kann ich Ansatz. zustimmen. Ja. Genau, vielleicht noch eine interessante Sache auch in dem Kontext, weil wir gerade meinten, Work-Life-Balance. Es ist ja auch immer eine Frage, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wie werde ich benachrichtigt, Telegram, Slack, E-Mail, whatever. Da ist auch immer ein Punkt, wie checke ich denn meine Nachrichten? Ich meine, wenn ich ein Handy habe und also eine Dual-SIM-Konfiguration, um es mal so zu nennen, dann kriege ich ja entweder eine E-Mail oder ein Slack oder ein Telegram. Wenn ich das einstellen kann, dann habe ich zumindest die Option zu sagen, okay, ich schalte mein Telegram aus oder ich schalte mein Slack aus oder wie auch immer ich selbst dann löse. Ähm, dadurch, dass ich das selber steuern kann ich das halt auch ausschalten. Und das ist zwar nicht die Optimallösung, wie gesagt, diese Policy as Code-Lösung und man kriegt gar keinen Alarm, ist immer noch Optimum. Aber ich meine, nicht jedes Unternehmen ist direkt in der Lage, das sowas umzusetzen. Und daher ist auch für den Admin wiederum angenehm, ich kann es auch selber ausschalten und kann sagen, nee, ich will nur über Slack benachrichtigt werden und kann sagen, gut, nur Slack ähm, im Handy mache ich halt ab 17 Uhr aus. Ist nicht die Optimallösung, aber immerhin schon mal der erste richtige Schritt, meiner Ansicht nach. Mhm. Und auf den ersten richtigen Schritt kommt es ja oft auch an. Genau. Ähm, vielleicht da kann man in dem Kontext auch ganz gut, ja, es gibt super viele verschiedene Tools in der Ecke. Also wir haben ja hier GitLab, habe ich gerade genannt, wir haben Grafana, wir haben OnCall und dann haben wir wiederum dahinter irgendwie Slack und Telegram, also ganz viel Verschiedenes. Da muss man natürlich aufpassen, auch die Übersicht drüber zu behalten. Mhm.
Um die Übersicht zu behalten, konkret gibt es spezielle Themen, auf die man aufpassen sollte. Nutzt ihr da spezielle Anwendungen, irgendwelche Tipps, die du dazu geben kannst? Gern, also wo ich gerne darauf achte, ist tatsächlich, dass ich möglichst wenig Tools einführe, weil jedes Tool am Ende ist ein Overhead. So geil das Tool auch vielleicht am Ende sein kann oder auch ist, ich kann es einführen, aber wer wartet das denn ganz am Ende? Am Ende habe ich nicht vielleicht, ich könnte natürlich selber schnell was schreiben, aber wer wartet dann diesen Code? Das sind alles so Fragen, wo ich aufpassen würde, wenn ich sowas evaluiere. Ähm, also immer auf möglichst wenig Tools gehen und dann gucken, dass die halt interoperabel einsetzbar sind. Das heißt, ich kann sagen, beispielsweise jetzt, wir können einen Alarm kriegen wir über Grafana und diesen Alarm kann ich dann weiterleiten. Den kann ich über Webhooks, sind hier das richtige Stichwort, kann ich die weiterleiten an GitLab, an Teams, an Slack. Ich kann im Prinzip alles damit machen, was ich möchte, weil relativ universell mit Webhooks halt arbeitbar ist. Das heißt, am Ende habe ich, wenn man mal unsere ganze Kette kurz betrachtet, habe ich als Tool 1 Grafana. Dahinter, um genau zu sein, ist ein Prometheus. Dann habe ich dieses On-Call und dann habe ich GitLab. Das sind 4 Tools, die wir selbst verwalten müssen, die wir managen müssen. Das heißt, wir reden hier auch von Update-Management, auf Sicherheitslücken reagieren. Das ist bei 4 Tools auch schon nicht wenig. Umso mehr ich da halt in die Kette einführe, muss man darauf aufpassen. Klar kann man sich viel einkaufen. Es gibt, glaube ich, online, klar gibt es sowas wie PagerDuty heißt es zum Beispiel. Das wäre etwas ähnliches wie On-Call. Ist halt natürlich ein Cloud-Dienst. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das auch on-premise fahren kann, aber ich glaube, es ist ein reiner Cloud-Dienst. Auch natürlich eine Evaluationsfrage, setze ich auf so einen Dienst, der mir das Alerting anbietet. Und ja, da würde ich halt drauf aufpassen. Wenig Tools, möglichst universal einsetzbar. Genau. Ähm, in dem Kontext vielleicht auch, man sollte gucken, dass man im Unternehmen die gleichen Tools einsetzt. Wir haben zum Beispiel bei uns rein in der Entwicklung, haben wir, wie gesagt, GitLab als Projektmanagement. Es gibt natürlich auch andere Projektmanagement-Tools. Wir haben ja, keine Ahnung, Microsoft Planner zum Beispiel oder die altbewährte Excel-Liste, Die aber Excel-Liste, hoffentlich auch wer noch kennt sie andere. nicht? Richtig. Da sollte man halt aufpassen, weil ich kenne es zum Beispiel, ich bin jetzt mit GitLab groß geworden, kenne aus der Ausbildung aber auch noch OTRS und andere Tools. OTRS? Wenn zwei, auch ein Ticketsystem, sorry, entschuldigt. Da gibt es quasi OTRS, auch ein Ticketsystem, vielleicht auch Samat wäre auch so eine etwas in der Ecke. Einfach ganz normal, stinknormale Ticketsysteme. Und ich finde immer, ich habe mich an GitLab gewöhnt. Ich habe einen Prozess oder unsere Entwicklungsabteilung hat einen Prozess, den wir hier halt umsetzen. Und dieser Prozess ist auch in anderen Teilen des Unternehmens eingesetzt. Also wir haben Issues, mit denen wir halt konkrete Tasks bearbeiten. Diese Issues werden entsprechend markiert mit diversen Merkmalen. Ähm, und das ist überall gleich. Wenn ich jetzt in einer Abteilung plötzlich einen anderen, ja, Prozess fahre, ich nutze zum Beispiel anstatt GitLab für meine Projekte, nutze ich Microsoft Planner zum Beispiel, ähm, dann weiß ich nichts davon. Ich als Entwickler weiß das ja tendenziell erstmal nicht und will meiner HR-Dame vielleicht oder meinem HR-Herr einen Task geben. Jetzt weiß ich nicht wie. Ich würde es jetzt erstmal per GitLab machen. Wenn die aber gar nicht damit arbeiten, habe ich automatisch eine Diskrepanz, weil der guckt vielleicht gar nicht nach diesen Issues und ich warte da lange auf die Lösung meines Problems. Mhm. Da finde ich es super wichtig zu sagen, hey, wir committen uns auf ein Tool im Projektmanagement und nutzen dieses Tool dann auch, wenn möglich, durchs ganze Unternehmen. Klar, größere Unternehmen haben andere Anforderungen. In unserem Use Case ist es so, dass wir ein Tool nutzen und damit fahren wir auch ganz gut, weil wir halt sagen, hey, jeder nutzt dieses Tool, jeder kann das Tool, weil man darf natürlich am Ende nicht vergessen, jedes Tool braucht Schulung, jedes Tool hat seine eigenen kleinen Macken. Führe ich ein neues Tool an, brauche ich es ja auch irgendwen, der sich damit auskennt. Ähm, und da ist, ja, umso mehr Tool, umso mehr Overhead habe ich am Ende in der Administration.
Mhm. Ähm, Zwischenfrage. Sehr gerne. Overhead ist das eine, klar. Das andere Thema ist sicher Transparenz wahrscheinlich. Absolut. Gerade wenn ich unterwegs bin, ich sag mal so, ich bin irgendwo, wer weiß wo auf der Welt und kriege wenig vor Ort mit. Also mein Team ist, keine Ahnung, irgendwo, vielleicht sind manche im Büro, manche sind irgendwo unterwegs. Ich sehe ja nicht, was die tun. Ich sitze ja nicht neben denen. Man kennt ja die berühmte Kaffeepause, die gibt es halt unterwegs weniger. Ähm, und gerade solche Tools bieten halt Transparenz an. Ich kann also gucken, hey, was macht denn gerade das HR oder was macht denn gerade die Entwicklung oder. Am Ende jetzt vielleicht erstmal nicht ganz relevant, aber die Transparenz ist insofern interessant, weil ich sehe, dass andere etwas tun. Ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der in der Karibik sitzt und an der Arbeit arbeitet, sondern hey, die anderen arbeiten auch alle. Und ich finde es super wichtig, wenn man unterwegs ist, dass man halt noch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl hat zum Unternehmen. Und da ist Transparenz, denke ich, ein wichtiger Punkt, der tatsächlich auch rausgefunden oder was heißt rausgefunden, beobachtet wurde in einer Studie von GitLab selbst, welche hier es nennt sich Remote Work Report. Das ist ein Report, der rausgegeben wurde und unter anderem halt aussagt, dass gerade Transparenz ein großer Faktor zu Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen ist, weil man einfach sieht, hey, die anderen arbeiten, es wird was getan, alle sind da irgendwie, alle arbeiten am Strang. Strang ist in dem Fall das Unternehmen und sind halt dabei. Und wenn das halt wegfällt, ist das doof. Mhm, definitiv. Ähm, Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich nicht alleine vorkommt und dass man auch sieht, ja, die anderen arbeiten genauso an Tasks. Man leistet seinen Beitrag zum Unternehmen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Vielleicht auch, was ich auch interessant finde, gerade wenn wir reden ja hier gerade von asynchroner Arbeit, wir sind unterwegs und ich bearbeite einen Task und klar könnte ich jetzt, wenn ich fertig bin, demjenigen schreiben, dem der als nächstes in der Kette dieses Ding bearbeiten muss, hey, ich bin fertig oder ich könnte einen Teamscall aufsetzen. Mache ich das aber für alle meine 30 Tasks, 40, 50 Tasks am Tag, dann haben wir da sehr viel Zeit verschwendet. War zwar wahrscheinlich lustige Gespräche zwischendrin, aber wahrscheinlich nicht ganz so effizient. Ja, großer Und Vorteil vor allem heute, wo ja doch, naja, ich sag mal so, der Meeting-Anteil oft sehr hoch ist, freut man sich, wenn man sich doch das ein oder absolut, andere einsparen kann. absolut, umso weniger Meetings, umso besser, ehrlicherweise. Also Meetings haben auch ihren Hintergrund natürlich, aber ich denke gerade in der regulären Arbeit, einfach wo ich meine Tasks halt einfach abarbeite, ist es einfach schön, sagen zu können, okay, ich mache meinen Task und dann schiebe ich den, wir haben bei uns jetzt, ja, wie jetzt schon gemeint, am Anfang Issues. Diese Issues kann ich Leuten zuweisen und dann gebe ich dieses Issue halt weiter an die nächste Person. Und diese Person wird mit korrekter Einstellung darüber informiert und kann dann diesen Task weiterarbeiten, ohne dass da irgendeine Interaktion hätte stattfinden müssen, weil alles in diesem Issue drin steht. Mhm. Und da kommen wir nochmal ganz kurz zurück zur Silo-Frage an Tools quasi, welche setze ich ein? Wichtig bei den Tools darauf zu achten, hey, kann ich da denn auch viel dokumentieren? Habe ich die Möglichkeit, in einem Textfeld zu sagen, jo, was haben wir denn gemacht? Habe ich meine Taskliste abgearbeitet? Kann ich da was abhaken? Was ja auch, ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich von privaten To-Do-Listen von sich daheim. Ich kann etwas abhaken und habe es erledigt. Und gerade so ein Feature zum Beispiel finde ich gerade da auch interessant, auch wieder im Sinne der Transparenz. Ich kann reingehen in das Issue, auch als Projektmanager, und kann sagen, hey, aha, der hat schon 3 von 5 Tasks abgehakt. Und Mhm. kann, falls der Kunde halt mal nachfragt, auch sagen, ja, hat er gemacht, ohne dass ich ein Meeting einberaumen muss und fragen muss, hey, wie weit seid's denn? Gerade Genau, reflektiert an meiner eigenen Erfahrung, weil du gerade eben Projektmanagement angesprochen hast. Als Projektmanager ist es tatsächlich ein Riesenvorteil, wenn man auf einen Blick die Möglichkeit hat, wie ist denn der Stand zu diversen Themen. Ähm, Bietet GitLab von Standard auch, ich sag mal, Reporting-Möglichkeiten an, wie Burndown-Charts oder ähnliches? absolut. Also wir haben, wenn wir uns mal überlegen, ich habe ein Issue und ich habe ja meistens nicht nur ein Issue, sondern ich habe ja diverse Issues und ich habe auch diverse Kunden natürlich meistens. Wenn nicht sogar verschiedene Projekte für den Kunden, wenn nicht sogar verschiedene Abteilungen bei dem Kunden, die verschiedene Projekte haben. Also ich habe da relativ viel Unterteilung. Da bietet GitLab tatsächlich durch ein relativ starkes
Labeling-System Möglichkeiten zu unterscheiden. Ich kann also sagen, jetzt sehen wir mal kurz den Use Case, Kunde hat ein Problem in dem Projekt, dann erstelle ich ein Issue, wo dieses Problem oder die Problembeschreibung halt drin ist und kann dann halt direkt sagen, okay, dieses Issue bekommt das Label, was zu dem Projekt passt, falls es ein größeres Projekt ist. Wenn es jetzt nur ein kleiner Zwischentask ist, wird es vielleicht auch nur für den Kunden gelabelt. So, und über diese Labels kann ich halt im späteren Verlauf alles rausfinden. Ich kann natürlich im simplen Fall erstmal Burn Down rausfinden. Ich kann aber auch weitergehen und sagen, hey, wie lange wurde denn gebraucht? Wie lange wurde in verschiedenen Stati des Tickets benötigt? Wenn man jetzt an die Kanban zum Beispiel denkt, To Do, Doing, Done, dann könnte ich auch sagen, okay, wie viel Zeit war es denn in To Do, wie viel in Done? Und gerade diese Werte sind ja dann über den ganzen Kunden vielleicht auch wiederum interessant. Mhm. Und darüber kann ich mir dann entsprechend entweder sogar direkt in GitLab, was da auch schon mit drin ist, da wäre jetzt das Burn-Down-Diagramm drin, aber ich kann diese ganzen Werte, die ich da ja sammle und habe, auch wieder exportieren und dann zum Beispiel auch, jetzt kommen wir wieder zurück zu Grafana und wieder um Tool-Interoperabilität zu reden, möglichst wenig Tools, das kann ich alles auch wieder in Grafana visualisieren und mir halt gerade die Werte, die für mich als Unternehmensleiter oder Projektmanager interessant sind, ausgeben lassen in einer Form, die keine Tabelle ist, sondern halt irgendein hübscher Graph. Das mache ich einmal fertig und danach kann ich mir das jeden Monat einmal anschauen. Mhm. Ich denke jetzt gerade auch an Service Management. Bedeutet also auch hinsichtlich Zusammenarbeit mit Kunden etc. Das ist ja oft so, dass man als Dienstleister gewisse SLAs oder ähnliches schließt. Heißt, als Unternehmen bietet sich mir auch gegebenenfalls der Vorteil, aus über GitLab verwalteten Aufgaben, Tasks, Issues, vielleicht Reports für Kunden automatisiert erstellen zu lassen. Ist das richtig? Absolut. Also ich kann dem Kunden dann ein PDF, CSV oder wenn man jetzt tatsächlich Grafana dann auch nutzt, auch hübsche Bildchen, kann ich ihm zukommen lassen und sagen, hey, hier, bitteschön, das sind die Issues, die wir gemacht haben. Davon sind 3 noch offen vielleicht oder wie auch immer, was man halt rauslesen möchte. Aber diese ganzen Werte sind im Prinzip verfügbar und müssen nur in ich meine, jedes Unternehmen hat da ja Anforderungen an hübsche Reports. Kann man halt auch selber dann in der Form, in die man möchte, dem Kunden schicken und da auch wieder automatisiert, wo man jetzt wieder da auch wieder zurück zur Interoperabilität kommen. Ich kann sagen, hey, generiere mir einen Report und schicke den über mein Ticketsystem, bei uns in dem Fall Zamat, raus an den Kunden. Heißt, wenn der Kunde eine Anfrage hat, kommt automatisch zurück, bei dem Report, ich verstehe Zeile 3 nicht, sagt mir mal was dazu, kann ich entsprechend halt dann auch darauf antworten. Und das geht sogar so weit, ich meine, GitLab ist ja, wie schon einwegs erwähnt, ein CI/CD-Tool, welches halt im Nachgang erst Projektmanagement-Funktionalitäten erlangt hat. Daher gibt es halt sowas wie Epics und Milestones, welche jetzt vielleicht eher aus der Programmierung noch interessant oder bekannt sind. Gibt es halt auch natürlich im Projektmanagement. Ich habe einen Milestone im Projekt, den ich in der Entwicklung vielleicht als Version 1.0.0 habe oder 1.0.1. In dem Projektmanagement kann das da sein, keine Ahnung, Projektstep zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei uns, wenn ich ein gewisses, bei uns ist der Epic das Servicevertrag zum Beispiel, den wir mit dem Kunden haben, und alle größeren Projekte drunter sind ein Milestone automatisch. Und dann kann ich da entsprechend an diesen Milestone ganz viele Issues packen und sagen, hey, das Projekt XY, jupp, wie weit ist denn das? Mein Projektmanager kann da reingehen und gucken, aha, gut, sind 20 von 25 Issues sind erledigt, kann das reporten und braucht mich wiederum, der irgendwo gerade ist, nicht fragen, weil es steht ja da drin. Klar bedarf das einer konkreten Pflege. Da muss man auch ganz klar sagen, Issues müssen gepflegt werden. Das heißt, Labels müssen gepflegt werden, Beschreibungen müssen gepflegt werden. Das ist natürlich der Overhead, den man bei diesem ganzen Remote und Asynchron hat. Das muss gemacht werden. Macht man das aber, hat zum einen der Kollege, mit dem man zusammenarbeitet, hat es leichter, weil er einfach nachgucken kann. Und ich selbst natürlich auch, weil ich schreibe es da rein und ich werde eben nicht irgendwie um
kurz vor 4 nochmal gefragt, hey, hast du noch mal kurz Zeit auf ein Meeting? Kunde hat gerade nachgefragt, sondern ich kann mit Glück schon um 4 runter zum Strand oder was auch immer ich geplant habe und kann rausgehen. Ähm, Daran muss man halt denken. Aufgrund deiner Erfahrung in den letzten Jahren anteilig an deiner täglichen Arbeit, wie viel Zeit muss man investieren für die Pflege, sodass man den maximalen Mehrwert mitnimmt? Ich denke, für den maximalen Mehrwert ist es bei uns konkret aktuell eine Stunde. Ich denke aber, man kann das tatsächlich reduzieren, denn gerade in der Labelpflege, welches Label muss ich denn dann setzen bei dem und dem Kunden? Was ist da relevant? Das kann man natürlich reduzieren, indem ich sage, ich schule meine Mitarbeiter gut, indem, ja, wie labeln wir? Andererseits kann ich aber auch sagen, ich kann das automatisieren. Ich kann sagen, hey, gewisse Labels müssen zusammengepackt werden. Nur wenn das und das Label da ist, dann muss auch das Label gesetzt werden. Oder unter gewissen Gesichtspunkten muss halt wenn alle Tasks abgehakt wurden, muss eine Dokumentation vielleicht abgehakt werden. Das kann ich alles mit entsprechenden Automatisierungen innerhalb GitLab direkt, das bietet GitLab von Haus aus an, kann ich sagen, jo, hier, da muss noch was gemacht werden. Und wenn ich das, denke ich, sinnvoll einsetze, das setzt natürlich voraus, dass ich mir auch vorher klar bin, wie sind denn meine Regeln? Wie gehe ich denn mit diesen Issues um? Wie gehe ich mit Labels um? Das muss vorher definiert sein. Wenn man das aber gemacht hat, kann man das ganz relativ einfach automatisieren. Bei uns zum Beispiel kann unser Projektmanager selber Regeln definieren. Ich brauche da keinen Entwickler mehr für. Nur initial einmal kurz zum Erklären, aber ansonsten kann der Projektmanager selber Regeln setzen und die werden automatisch umgesetzt. Und dann denke ich, kann man diesen Overhead an Ticketpflege auch reduzieren. Ähm, Jetzt rein, was die Pflege des Issues angeht. Ne? Ich habe zum Beispiel die Dokumentation, ist erledigt, liegt hier. Oder Kunde hat angerufen und gefragt, hey, wie schaut es denn aus? Wenn man jetzt mal ganz kurz einen Use Case betrachtet, wo es auch um Optimierung geht. Ich habe ein Ticketsystem, Zermatt bei uns, da kommt eine E-Mail rein. So, die ist jetzt noch nicht in GitLab, das ja doof ist, weil ich will die Info ja in GitLab haben, eigentlich zu dem Issue. Wie kriege ich das schnell hin? Natürlich könnte ich jetzt alles markieren, kopieren und dann im Issue reintun, muss dafür dann aber einen anderen Browser-Tab öffnen, das Ding reinkopieren, beziehungsweise reinpasten und dann ist es da drin. Das ist schon, ja, wenn ich das nicht gerade alles offen habe, schon wieder ein Task, der mich vielleicht eine Minute kostet, wenn ich nicht weiß, wo es ist, vielleicht sogar länger. Und da kann man halt auch wieder mittels Webhooks das Ganze relativ einfach automatisieren. Man muss da natürlich einmal Zeit reinstecken, kann dann aber sagen, es kommt ein Ticket rein, leite weiter an Issue XY. Und dann landet diese E-Mail auch in dem Issue drin und ist da zum Nachlesen archiviert. Wo wir vielleicht auch gleich zu dem interessanten Punkt kommen, den solche Systeme ja bieten. Es ist archiviert. Ich kann also auch, man kennt es vielleicht, in einem Jahr kommt ein Task wieder, keiner erinnert sich mehr dran, weil vielleicht nicht dokumentiert wurde. Ich kann nochmal reingucken nach dem Jahr später, einfach, weil es an dem Kunden gelabelt ist. Es ist dem Projekt zugewiesen. Also ich finde es halt auch einfach, weil man, wenn man da sauber arbeitet, auch automatisch eine Archivierung drin hat und automatisch eine Zuordnung drin hat. Genau. Das hört sich für mich jetzt so an, als ob der Effizienzgewinn doch deutlich den Pflegeaufwand übersteigen würde. Absolut, also ich glaube, wir reden natürlich hier von einer perfekten Welt. Hm. Äh, Das muss man da vielleicht so sagen. Ich meine, man muss natürlich auch Zeit einkalkulieren. Und gerade denke ich, zumindest so war es bei uns, ist es nicht einfach, da auch immer Zeit für frei zu schaffen, gerade solche Systeme einzubauen. Ich meine, man hat ja nebenbei auch noch Kundengeschäft. Aber ich glaube, wenn man da sukzessive, und wir sind jetzt da seit, glaube ich, schon gut einem Jahr dran, das sukzessive einzubauen, dann kommt man da auch am Ende am Ziel. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir, wie gesagt, Issues in GitLab haben. Wir haben ein Label-System. Wir sind gerade noch dabei, automatische Priorisierung umzusetzen, die dann auch automatisch priorisiert, mit natürlich der Möglichkeit für den Projektmanager zu sagen, hey, das ist jetzt ultra wichtig, weil, warum auch immer. Und wenn man diesen Aufwand, wie gesagt, einmal über längere Zeit durchgeführt hat, hat man danach ein System, auf das man halt dann auch bauen kann. Und klar, wenn man da auch Ressourcen hat, um ganze Leute Vollzeit draufzusetzen, geht das natürlich auch noch schneller. Und da ist, glaube ich, auf jeden Fall der Mehrwert
in Organisation und auch der Mehrwert halt für die Leute, die unterwegs sind, die wer weiß wo auf der Welt sind, da mitarbeiten mit dem Unternehmen, einfach gegeben. Und man kann ja auch am Ende sagen, glaube ich, persönlich zumindest bei mir, ich würde jetzt in kein Unternehmen aktuell reingehen, wo ich sage, ich kann nicht mal schnell weg und müsste dann überlegen, wie arbeite ich mit den Kollegen zusammen, das alles auf Meetings zum Beispiel basiert. Das geht mal eine Zeit lang, aber ich habe halt gemerkt, wo ich unterwegs war, es war einfach schön. Ich kann so in Issues eintragen, gebe es dem, der weiß Bescheid und nur in Ausnahmefällen muss ich gefragt werden. Und das ist dem Ziel dieser Übung, sage ich mal, gegeben. Wenn ich sage, ich bin irgendwo unterwegs, dann will ich ja auch dieses Land da oder die Region auch sehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich will ja da auch nicht Urlaub machen, das wäre das falsche Wort, weil das finde ich, sollte man nicht sagen. Man arbeitet da ja, aber man will ja trotzdem Workation wäre das richtige Workation. Wort. Workation wäre das richtige Wort, genau. Will ich da ja auch umsetzen und will da auch das Land anschauen. Und das heißt, mir ist geholfen, wenn ich das da effizient mit meinem Team arbeiten kann weiterhin, ohne das Team einzuschränken. Und mir selbst ist geholfen, weil ich einfach sagen kann, ich kann halt auch dann um, keine Ahnung, 16 Uhr, ich fange früher an vielleicht, kann ich sagen, ja, ich gehe mal raus schon mal oder sonstiges, ohne dass ich halt den ganzen Tag in Meetings sitze, weil man unterwegs ist und keiner mit einem privat reden konnte, so von Tisch zu Tisch, sondern halt remote. Ähm, genau, da finde ich es ja, für mich ein absoluter Wohlfühlfaktor, nenne ich es jetzt mal, wenn es sowas gibt. Genau. Vielleicht noch interessant zu wissen, gerade wenn man in unterschiedlichen Zeitzonen arbeitet, ist es ja auch so ein interessanter Faktor. Keine Ahnung, man fängt morgens um 6 an, die anderen haben da schon fast Feierabend oder sowas. Gerade dann ist ja auch die Möglichkeit nicht gegeben, dass ich sage, ich mache mal schnell ein Meeting. Oder wäre schon, aber der eine ohne Kaffee um 6 Uhr morgens, der andere schon kurz vorm Feierabend. Kann mir jemand erzählen, wie effektiv das wäre? Ja, aus persönlicher ähm, Erfahrung würde ich sagen, eher schwierig. Wahrscheinlich. Und gerade dann ist es halt cool, wenn ich sagen kann, hey, ich gehe in das Issue rein, hab da alles und kann arbeiten. Da gibt es zum Beispiel halt auch einen sehr interessanten Fakt mit, was mache ich am Anfang? Also, wenn ich einen Arbeitstag starte, was mache ich zuerst? Muss ich erstmal meine E-Mails durchgehen? Also klar, abhängig davon, was ich arbeite, natürlich schon. Aber jetzt als Entwickler will ich eigentlich gar keine E-Mails durchgehen. Ich meine, die Ankündigung zur Weihnachtsfeier, jetzt wahrscheinlich bei vielen im Postkorb gewesen. Klar, die will man schon sehen. Aber ansonsten dürfte da eigentlich nichts drinstehen in E-Mails oder irgendwelche Einladungen. Eigentlich sollte meine, wenn es jetzt mal rein die Tasks betrachten, die ich so bearbeite, da sollte ich im Optimalfall in mein Projektmanagement-Tool reingehen, sehe da meine Tasks und arbeite sie ab. Also ich muss gar nicht erst in irgendwelche anderen Tools reingehen, E-Mail, Slack, sonstiges, sondern mein erster Blickwinkel fällt quasi auf mein Projektmanagement-Board. Vielleicht auch noch ein interessantes Feature, was GitLab uns da bietet, wo ich halt sagen kann, ich habe mein persönliches Board, da sehe ich meine Tasks in den Statis, in denen sie aktuell sind und kann sie durcharbeiten. Und kann sagen, ja, ich arbeite jetzt hier zuerst an dem und dem, was halt jetzt vielleicht von gestern noch übrig geblieben ist, sehe, was in der Pipeline quasi noch ist, was noch gemacht werden muss. So, und das ist meine Tagesview. In die gehe ich am Start des Tages rein und arbeite die ab. Und alles andere drumherum wird halt automatisiert. Alles andere drumherum mit Benachrichtigungen und sonstiges. Ich muss da keinem schreiben, hey, bin jetzt fertig, sondern das läuft halt automatisch. Funktioniert aber wie gesagt ja nur, wenn das ganze Unternehmen da auch mitzieht und wenn halt alle dieses Tool auch nutzen. Ja, hört sich ganz so an. Aber also ist es ja auch ganz im Sinne eines Unternehmens. Also sei es denn darum, dem Mitarbeiter zu ermöglichen, eben tatsächlich Workation zu machen, Selbstmanagement fördern, Transparenz, Effizienzgewinn in den Prozessen. Wie Mhm. wir schon gehört haben, ist es ja, kann auch ein Benefit sein, wenn es darum geht, Reports für Kunden automatisiert zu erstellen, Nachweise über SLAs zu liefern, etc. Also es war jetzt schon sehr spannende Punkte bisher. Einen habe ich sogar noch, vielleicht sogar zwei. ähm, Ich meine, ich habe gerade eben schon gesagt, klar, dieses ganze Issue und asynchrone Arbeiten ist super wichtig. Ein Punkt, den man da meiner Ansicht nicht vergessen darf, ist, wie halte ich denn die Leute da an der Stange? Also an der Stange ist in dem Fall, wie halte ich die Leute am Unternehmen?
wir sind ja nicht alle nur Arbeitstiere, meiner Ansicht nach. Ähm, Wir sind ja auch noch Teil des Unternehmens und gerade wenn ich vor Ort bin im Unternehmen, ist das natürlich leicht machbar. Man trifft sich an der Kaffeemaschine, genau, Christian, wir waren da häufiger ab und zu mal oder zum Mittagessen. Ähm, Da unterhält man sich ja und tauscht sich aus. Das hat man natürlich, wenn man unterwegs ist, nicht. Da fehlt diese Komponente, dass ich irgendwie mal kurz mich mit wem treffe und was ausmache. Und da finde ich, ist neben der vorhin angesprochenen Transparenz auch einfach die Sichtbarkeit super wichtig, weil ich sehe, dass die anderen was tun. Ich sehe, dass, oder die sehen, was ich tue, auch unter anderem. Ne? Ich liege nicht nur unter den Palmen, sondern ich arbeite auch. Ähm, Deswegen Stichwort hier Sichtbarkeit ist da super wichtig, glaube ich, auch um das berühmte Wort Kultur oder Unternehmenskultur abzuholen. Wenn ich das nämlich nicht sehe, dann bin ich da allein im Unternehmen und genauso leicht kann ich sagen, tschüssi Unternehmen, weil ob ich jetzt hier Tasks mache oder woanders, für wen anders, ist dann relativ egal. Deswegen finde ich da Sichtbarkeit super wichtig und da hilft unter anderem halt auch ein gutes Projektmanagement-Tool einfach aus, weil alle sehen das, was passiert. Auch das Management sieht, was passiert, weil bei uns zumindest ist es so, dass der Projektmanager halt auch unser Management sagt, ja, hey, das und das ist so gerade in der Pipeline bei den Kunden, das wird gemacht. Und das sieht er live. Da sieht er keine Übersicht von mir, die ich irgendwie erst erstellen muss, sondern er sieht mein Board ähm, und kann das halt weitergeben, diese Information. Ähm, Und dadurch schaffen wir halt oder Sichtbarkeit zu den Kollegen, was einerseits auf jeden Fall wichtig ist, aber zum anderen halt natürlich auch zum Management, die das ganz erlauben müssen. Deswegen auch super wichtig, finde ich. Wobei ich da gerne auch ansprechen würde, ich bin unterwegs und wie schaffe ich es trotzdem, da eine Unternehmenskultur reinzubringen? Wie schaffe ich es trotzdem, mit den Kollegen was zu machen, so, wie nennt sich das, zu sozialisieren, wäre das richtige Wort. Wir haben bei uns ja unsere Team Days, nennen wir es bei uns, wo wir uns halt einfach 2-mal im Jahr treffen und gleichzeitig ein bisschen arbeiten, aber halt auch einfach viele Themen, die das Unternehmen allgemein betreffen, durchgehen und aber auch abends halt dann sozialisieren. Also wir essen gemeinsam, wir sitzen gemeinsam am Tisch. Das sind alles so Sachen, die ja echt nicht unwichtig sind, wenn man halt gerade aus einem reinen Remote-Team zum Beispiel besteht, super wichtig sind. Ähm, Kann ich nur so unterstreichen. Also tatsächlich, natürlich gibt es einen Effizienz-, Transparenz-, Sichtbarkeitsgewinn, wenn man mit solchen Tools arbeitet. Aber trotzdem darf nicht vergessen werden, diese persönliche Komponente, dass man sich wirklich auch im echten Leben sieht, dass man, wie du schon gesagt hast, am selben Tisch sitzt, sich in die Augen schauen kann. Ja, Absolut. Wobei ich da auch wichtig finde, wenn man sich trifft, dann ist auch immer wichtig, warum treffe ich mich denn? Das eine ist, ich treffe mich, ja, um ein bisschen zu arbeiten, um halt nebenbei mich mit den anderen auszutauschen. Ne? Man sitzt halt abends zusammen im Biergarten zusammen. Genauso gibt es aber auch Möglichkeiten zu sagen, okay, ich treffe mich fürs Arbeiten digital und treffe mich dann, wenn ich vor Ort bin, wirklich konkret zum Zwecke des Teambuildings, zum mhm. Zwecke, keine Ahnung, man macht eine Vacation zusammen, wäre eine Option. Nee, Oder man macht das den wäre, wie Teamdays das zusammen, wie du schon vorher gesagt hast. Ja? Ich meine, ganz im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Aus meiner Sicht ist dann der Vorteil, man kann sich wirklich darauf konzentrieren, wie wollen wir als Team vorankommen. Das ist dann eigentlich der Zweck absolut. dieses Meetings. Und ich sage mal zu man kann, Diversifizierung. genau, man kann etwas diversifizieren zwischen Teambuilding, wie du schon gesagt hast, und zwischen tatsächlich operativen Geschäft. Absolut, ja. Wenn man das gut trennt, glaube ich, dann ist es zum einen am Ende ein besseres Ergebnis, jetzt rein arbeitstechnisch gesehen, aber ich glaube halt auch tatsächlich für die soziale Komponente im Team gesehen, weil ich mich halt eben Hm. aufs Team konzentriere. Und aufs Team konzentrieren kann auch sein, man macht zusammen Hüttenwochenende, je nachdem, wie die Interessen im Team halt liegen. Ähm, Weil dadurch
bonde ich mich dann einfach doch mehr im Team. Ich mache doch mehr miteinander und lerne, keine Ahnung, mal den Namen des Hundes von dem anderen kennen, den ich, wenn ich nur remote war, vielleicht noch nie hoffentlich schon gesehen habe, aber die Möglichkeit besteht, dass es noch nicht gesehen wurde. Das passiert dann einfach mal, weil man einfach außerhalb des Arbeitskontextes redet und vor allen Dingen eben nicht nach einem Arbeitstag redet, so abends 18 Uhr, müde, man hat schon viel gemacht, vielleicht noch schnell ein Getränk getrunken und dann geht man heim, sondern man ist da wirklich einen Tag halt, ja, einfach mal zwar mit den Kollegen, aber eben nicht im Arbeitskontext, sondern rein fürs, hey, mal kennenlernen, wer ist denn das eigentlich? Gerade für reine Remote-Unternehmen oder halt Unternehmen, die halt super viel hybride Mitarbeiter haben, ist das, glaube ich, ja, ist angenehm. Wünsche ich mir ab und zu zum Beispiel auch, dass man sagen kann, hey, ja, man macht einfach mal was außerhalb. Klar ist es immer wichtig, die Interessen zu behalten. Ich meine, wir kennen ja sowas wie virtuelle Mittagsessen zum Beispiel, gibt es ja ganz gerne. Kritikpunkt von mir, was das angeht, wenn ich den ganzen Tag schon am Bildschirm sitze, will ich nicht noch mehr länger. Da mag ich meine Mittagspause eigentlich gerne außerhalb vom Bildschirm machen. Das sind alles so kleine Sachen, die immer gut gemeint sind, aber ich finde, man sollte da solche Zusammenkommnisse wirklich zweckdienlich organisieren und dann auch überlegen, okay, das eine ist der Zweck Unternehmen weiterführen, Strategien entwickeln, was man machen möchte, und das andere ist wirklich ums Team kümmern und mit dem Team halt gemeinsame Aktivitäten machen. Genau. Jetzt haben wir ganz viel geredet, glaube ich, über verschiedenste Themen. Über sehr viele spannende Themen. Ich könnte noch ganz lange darüber weiterreden, vor allem wenn es darum geht, wie man dann Wir-Gefühl schafft in einem Remote-Kontext etc. Aber ich glaube, wir sind doch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Von dem her, ich habe mir doch einige Punkte mitgenommen und die würde ich jetzt im Folgenden nochmal zusammenfassen. Der erste Punkt ist Tooling. Nach Möglichkeit sollte man als Unternehmen darauf achten, eher weniger Tools einzusetzen und dafür eher auf Durchgängigkeit und Interoperabilität zu achten. Dann habe ich mir mitgenommen Sichtbarkeit und Transparenz, weil Sichtbarkeit und Transparenz für eine bessere Inklusion von Remote-Arbeitenden sorgen und dafür, dass geleistete Arbeit in allen Unternehmensbereichen erkennbar wird. Und als finalen Punkt asynchrone Arbeitsweisen fördern. Warum? Weil es dadurch eine flüssigere Arbeitsweise vor allem für verteilt arbeitende Teams ermöglicht wird. Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig an. Das freut mich. Na, habe ich wieder einiges gelernt heute. Vielen Dank. Zu den besprochenen Themen heute, hat der Simon ja schon erwähnt, gibt es einen ganz eine ganz spannende Ausarbeitung von GitLab, die heißt Work Where You Want, When You Want, die im Journal of Organization Design erschienen ist. Für alle, die sich noch ein bisschen weiter in das Thema einlesen wollen, werden wir das natürlich in den Shownotes verlinken. Simon, nochmal vielen Dank, dass du heute da warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe unseren Hörern auch. Ich hoffe auch. Ich hoffe, ich konnte allen zumindest etwas mitgeben und ich kann die Lektüre auf jeden Fall empfehlen. Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke auch.